Es gibt Dinge, die man angeblich einmal im Leben gemacht haben soll. Und ich rede jetzt nicht von Fallschirmspringen oder Aurafotografie. Ich rede von bibliothekarischen Hobbys wie Buchbinden. Dazu habe ich mir ein Anfängerset bestellt, das wir heute miteinander auspacken wollen. Im Kit von Learn Bookbinding befinden sich eine Übersicht, Reinigungstücher, eine Schneidematte, eine Schere, Pinsel, ein Falzbein, Bienenwachs, Leim, ein Clip, ein Maßstab aus Metall, ein Schneidemesser, eine Ahle, Nadel, Faden, Papier, Karton und einige weitere Dinge. Das Verbrauchsmaterial reicht für 2 Bücher im A5-Format. Da ich schon eine größere Schneidematte besitze, habe ich hauptsächlich diese verwendet. Nun lädt man sich die Anleitung im PDF-Format herunter. Sie ist wirklich sehr detailliert und bebildert, in 235 Schritten auf 61 Seiten. Als erstes teilt man das Papier in 6 Vierergruppen auf und falzt es mit dem Falzbein zu Lagen. Man schneidet sich 3 Stücke von dem Baumwollband ab. Das hätte nicht so genau abgemessen werden müssen, aber das weiß man da ja noch nicht. Dann wird auf einem Hilfsblatt bestimmt, wo man im Falz später die Löcher bohrt. Das macht man dann sehr vorsichtig mit der Ahle, sodass die Löcher der einzelnen Signaturen am gleichen Ort sind. Der Faden wird mit dem Bienenwachs vorgängig eingewachst. Dann werden die Signaturen zusammengeheftet. Dabei muss der Faden etwas angezogen werden, aber nicht zu fest, sonst reißt das Papier. Ist man damit fertig, wird der Rücken des Buchblocks zusammengeleimt. Das Papier innerhalb der einzelnen Signaturen ist nicht genau gleich lang. Profis haben eine Schneidemaschine, um die Ränder gleichmäßig abzuschneiden. Anfängerinnen wie ich machen das von Hand, Schicht für Schicht. Dann werden die Kartonteile für den Umschlag zugeschnitten und die Größe des Umschlagrückens abgemessen. Am Rücken des Buchblocks werden nun noch verschiedene Bänder angebracht. Zeichen- und Kapitalband und zurechtgeschnitten. Auch das Baumwollband wird gekürzt.
Auf den Buchblock werden nun Vorsatzpapiere geklebt, die diesen später mit dem Umschlag verbinden werden. Dann wird der Umschlag selbst beklebt. Das heißt, zuerst werden der Rücken und die Deckel verbunden, dann die Deckel verziert. Für das Projekt habe ich insgesamt wohl etwa einen Tag gebraucht. Beim nächsten Mal wäre ich schneller, weil ich die einzelnen Schritte schon kenne. Allerdings muss man trotzdem sorgfältig arbeiten und zwischendrin den Leim trocknen lassen. Zum Vergleich: Die Kurse, die ich ausgeschrieben gesehen habe, dauern auch einen Tag. Das dazu verwendete Papier hat sich durch den Leim recht gewellt, wie man sieht, und ich hatte Mühe, alle Falten herauszustreichen. Beim Trocknen hat sich das Papier allerdings wieder etwas zusammengezogen. Gekostet hat dieses Kit aus England 60 Pfund plus 17,45 Pfund Versand, also rund 78 Pfund, das waren umgerechnet 96 Franken. Dazu kamen noch 25 Franken Importkosten. Total also etwa 120 Franken. Kann man das billiger bekommen? Sicher, denn einen Teil des Materials wie Schere, Pinsel, Schneidematte, Karton usw. hat man schon zu Hause. Der Vorteil dieses Kits war, dass alles vorbereitet war und fast alles dabei war, mit Ausnahme von Papierresten als Unterlage zum Leimen und Material zum Beschweren. Die Ecken verarbeitet man so, dass kein Karton herausschaut. Nun noch den Buchblock hineinkleben, pressen und trocknen. Hat's Spaß gemacht und habe ich dabei etwas über Buchbindung gelernt? Auf jeden Fall.
Das Kit ist auch ein schönes Geschenk für Leute, die Englisch verstehen und mit einem sehr scharfen Messer sowie Ahle umgehen können. Die Zeitung soll hier etwas Feuchtigkeit vom Leim aufnehmen. Den Trick mit den Stricknadeln habe ich in einem anderen Video gesehen. Dadurch entstehen sehr schöne Rillen. Und fertig ist das Notizbuch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.